Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life, und ich begrüße Sie auf dem Kanal Video Sie da. Heute wieder ein Begriff des Tages. Heute soll es um den Mittelstand gehen. Was ist Mittelstand? Ja, um diese Frage soll es gehen. Das ist ein alter Begriff. Darüber hat schon der Aristoteles gesprochen und geschrieben, und in der Folge scheiden sich die Geister darüber. Also Mittelstand, da gibt es noch zwei andere Begriffe, die sind so ähnlich, die kann man leicht verwechseln. Das heißt also die Mittelklasse und die Mittelschicht. Also damit könnte man das eventuell vergleichen. Und Mittelstand ist aber der Begriff, der heute hier behandelt werden soll. Also der Aristoteles meinte über den Mittelstand, also damit sind so Leute gemeint, die jetzt von dem Einkommen her, vom Vermögen und von der Bildung her so auf einem mittleren Level sind, die also so zwischen der Oberschicht, zwischen den Eliten einerseits und auf der anderen Seite der breiten Bevölkerung andererseits so stehen. So die Beamten, die Angestellten natürlich heute und vielleicht auch kleine Handwerker, Unternehmer und so weiter. Zu diesen objektiven Kriterien, also wie Vermögen oder Einkommen, hat man noch weitere dazu genommen. Das sind dann die subjektiven Kategorienbegriffe, so Begriffe wie Aufstiegsorientierung. Also der Mittelstand ist aufstiegsorientiert, ist teilweise auch bildungsorientiert und der soll auch leistungsorientiert sein, wobei wir die Begriffe jetzt nicht mal hinterfragen und kritisch auf ihren Gehalt hin überprüfen wollen. Ja, der Mittelstand. Also Aristoteles meinte über den Mittelstand, dass das Leute sind, die in der Gesellschaft ausgleichend wirken und die eigentlich einen zufriedenen und harmonischen Eindruck machen. Und da hat empfohlen, den Eliten diesen Mittelstand den gut zu behandeln und zu pflegen und damit die quasi ausgleichend wirken zwischen den Extremen der Oberschicht und den Extremen der Unterschicht. Und in dieser Leitlinie, dieser griechischen Leitlinie, folgt man eigentlich immer noch so in der Politik, wenn man dann bedenkt, dass Parteien zum Beispiel alle wollen in die Mitte, was immer das sein soll. Und bei Umfragen ergibt sich dann, dass auch die Bevölkerung selber sich überwiegend zur Mitte rechnet, aber damit sind sie natürlich noch kein Mittelstand. Mitte heißt dann aus einer anderen Perspektive betrachtet. Also der Mensch scheint ein Bedürfnis zu haben zur Mitte und sich an der Mitte zu orientieren. Er möchte nicht unten sein und er möchte nicht oben sein, er möchte so in der Mitte sein. Da gibt es ja so einen Spruch von Brecht, glaube ich, ne? Wie war das nochmal? Weil der Mensch ein Mensch ist und weil der Mensch ein Mensch ist, hat er Stiefel im Gesicht nicht gerne, er will keinen Herrn über sich und keinen Sklaven unter sich sehen. Ob dieser Spruch jetzt von Brecht jetzt hier für den Mittelstand hier repräsentativ ist, kann man stark bezweifeln, aber ich sag mal, eine Partei, die den Mittelstand vertritt oder nicht mehr vertreten hat, ist natürlich die FDP. Und natürlich heute die Union, die haben sogar einen eigenen Flügel, den Mittelstandsflügel oder so eine Vereinigung innerhalb der Vereinigung, also eine Union aus Vereinigungen, und eine dieser Vereinigungen ist dann halt die Mittelstandsvereinigung. Die SPD hat was Ähnliches, das nannten sie früher die Kanalarbeiter, und die verstehen aber jeweils so andere Gruppen. Die einen haben mehr so die Zahnärzte und Hoteliers im Blickfeld, und die anderen denken dann an den Facharbeiter, der gehört dann auch auf einmal zur Mittelschicht. Und wieder andere verstehen unter Mittelschicht eigentlich nur so selbstständige Unternehmer, und selbst der kleinste Imbissbudenverkäufer und Inhaber einer Imbissbude,
der ist nun dann im Unternehmerverein und meint dann dort auf das Kommunistenpack und so weiter, da schimpfen zu müssen, um sich da auch in der Rolle der Mittelstand da zu üben und da diese Mittelstandsgesinnung zu kultivieren vielleicht. Ja, die Marxisten natürlich, die sehen das ganz anders. Die haben also eine Polarisierungsthese, die sagen also, es gibt das Kapital einerseits und das Proletariat andererseits und alles, was dazwischen ist, das wird zerrieben und zermalmt und platt gemacht und sozusagen, dass die Mittelschicht sozusagen aufgerieben wird und proletarisiert wird. Teilweise kann man das beobachten, dass zum Beispiel so Leute, die früher in den Einzelhandelsläden gekauft haben, die finden sich auf einmal bei Aldi wieder. Und die Kästen und die Schlangen werden immer länger. Und früher wollte bei Aldi keiner einkaufen. Da konnte man die Ware noch so aus dem Karton rausholen. Da war das noch richtig so, ja, ich will nicht sagen proletarisch, aber so ein Volkscharakter hatte das noch. Ja, also da ist was einiges in Bewegung geraten. Ja, wie gesagt, also nach einer marxistischen These von der Polarisierung oder Polarisationstheorie durfte es die Mittelschicht nicht geben und die sollte eingeschränkt werden. Und ja, das Gejammer ist auch immer wieder zu hören, zum Beispiel in Amerika und so, dass der Mittelschicht da abbaut und dass sie mehrere Jobs brauchen und. Ja, andererseits sagt man natürlich auch, dass jetzt ja, die neuen Beamten und die Angestellten natürlich eine neue Klasse bilden und auch die Gebildeten eine Klasse und dass die alle in den Mittelstand hineingepackt werden, also ein mittleres Level repräsentieren und damit also auch zur Mittelschicht gehören. Andere sagen wieder, ja, zur Mittelschicht dann wird dann differenziert. Die obere Mittelschicht, die mittlere Mittelschicht und die untere Mittelschicht und die untere Mittelschicht dann auch nochmal in sich unterstellt. Also da ist man sehr eifrig dabei und da sind dann mehr so ideologische Gründe, die da im Hintergrund mitspielen, um dann die Gruppe möglichst groß zu schaffen, um da eine möglichst große Mitte zu schaffen und damit die Ränder möglichst klein sind. Ja, was gibt es noch zu sagen? Mittelstand hat eine privilegierte Funktion in der Gesellschaft. Sie stellt so ein Achsengelenk dar. Über die Mittelschicht geht es einerseits nach oben, zu den oberen Schichten, zu den Eliten, also von der Mittelschicht aus, wenn man da sich etabliert hat, früh genug oder in jungen Jahren, und kann man dann vielleicht sich hocharbeiten zur Oberschicht, zu den Eliten. Zum Beispiel Gates wäre so ein Beispiel dafür oder Zuckerberg und so weiter. Leute, die jetzt den digitalen Wandel genutzt haben, um sich da zu entwickeln. Andererseits gibt es natürlich auch viele Unternehmer, die jetzt wieder Verlierer des Wandels sind und absteigen, ihr Vermögen verlieren, ihr Unternehmen in Konkurs schicken müssen. Und ja, mir fällt da gerade so ein Unternehmer ein, der vor kurzem in den Medien war, der da mit Seife und Shampoos und so gehandelt hat. Sie werden sich erinnern, war irgendwas mit Schleck oder so, ne? Sie wissen schon, und ja, und die Verkäuferinnen, die sollten dann alle umgeschult werden zu Altenpflegerinnen, was sich aber dann auch nicht so realisiert hat. Aber egal. Ja, also die Mittelschicht, da geht es von nach oben und nach unten. Das ist also das Besondere. Aus politischer Sicht sind die zu befrieden, aber andererseits gibt es auch bestimmte Formen, wo die Mittelschicht sich bedroht sieht, wo die Mittelschicht Angst hat, dass sie
zerrieben wird und dann da so einen eigenen Radikalismus praktiziert. Könnte man zum Beispiel momentan oder war auch früher vielleicht so, dass der Faschismus aus vielen Leuten aus der Mitte bestand und von denen getragen wurde, auch die Nazi-Zeit und so. Grass hat das ja mal thematisiert, da im, was war das? Jetzt komme ich nicht mal mehr auf den Blechtrommel, genau. Und da ging es ja so um so kleine Ladenbesitzer und die dann auch dann ihr Deutschtum und so weiter da verteidigten und ihren Stand, und zu diesem Stand gehörte dann eben auch Deutsch zu sein und was immer das sein sollte. Und das haben sie dann auch umgesetzt und dafür große Opfer gebracht. Und ja, letztendlich auch viele verloren, wenn nicht sogar alles, einschließlich des Lebens. Da kann ja jede Familie hier ihr eigenes Lied von singen. Ja, so viel mal zum Thema des Begriffs des Mittelstands. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen und nicht allzu viel Stuss geredet. Okay, Leute, das war's von mir und tschüss.